Hi, ich bin Robert Klink. Normal bin ich über mehrere Tage und Wochen mit Rucksack und Zelt auf bekannten Fernwanderwegen wie dem West Highland Way, dem Kungsläden oder dem Rheinsteig unterwegs. Diesmal wollte ich was anderes versuchen und mal abseits der normalen Wege gehen. Der YouTuber Tom Davis kam auf die Idee, ganze Länder auf einer komplett geraden Linie zu durchqueren, egal was kommt. Nachdem er bereits versucht hat, die Länder Norwegen, Schottland und Wales zu durchqueren, habe ich mich gefragt, ob sowas auch in Deutschland möglich wäre. Generell ist Deutschland dafür zu breit und dicht besiedelt, bis auf eine Stelle, Schleswig-Holstein. Also habe ich dort eine Linie gesucht, die so wenig Hindernisse wie möglich hat und komplett von der Nordsee zur Ostsee führt. Ich musste jedoch schnell einsehen, dass es trotzdem zu viele Autobahnen, Gärten und Landwirtschaft auf dem Weg gibt. Und da ich mich an die Gesetze halten möchte, habe ich mir einen Plan B überlegt. Der Linie trotzdem so nah es geht zu folgen und dabei die nächstmöglichen Feldwege, Wiesen und Pfade quer durchs Land zu nutzen. Deswegen habe ich mich zusammen mit Philipp 6 Stunden von Essen zum Startpunkt an der Nordsee auf den Weg gemacht und versucht, die gesamten 80 Kilometer an einem Wochenende zurückzulegen. Aufgrund der langen Anreise haben wir uns vorher zumindest für die erste Nacht entlang der Linie eine kleine Ferienwohnung reserviert. Trotzdem erwartet uns 3 Tage Kälte, Regen, Schlamm, Flüsse und eine Menge weiterer Hindernisse. Zunächst fing aber alles erstmal trocken, Freitag, etwa 20 Kilometer von unserem Nachtlager entfernt, direkt am Startpunkt auf dem Deich der Nordsee an. Ja, wir sind schon den ersten Kilometer gelaufen. Ist recht kühl. Wir haben ja auch Mitte Dezember. Ich glaube 1 oder 2 Grad gerade. Heute Nacht wird es -2. Deswegen können wir ganz froh sein, dass wir zum Glück heute noch einmal drinnen schlafen können. Und ja, wir mussten gerade schon tatsächlich einmal die Linie so ein bisschen verlassen, den eigentlichen Trail. Ja, da war ein kleiner Bach, der breiter war als gedacht. Da kann man auch nicht so wirklich rüber und da war keine Brücke. Auf der Karte war dann ein Weg eingezeichnet. Deswegen mussten wir einen kleinen Abstecher über die Straße nehmen, aber jetzt sind wir wieder auf dem Weg und jetzt geht es ja erstmal geradeaus und über die Felder. Was mir natürlich jetzt auffällt, wenn man die Route so selbst plant, ist, dass man viel öfter auf die Karte gucken muss, als ob man jetzt auf dem Rheinsteig zum Beispiel den Schildern folgt. Und das ist hier sehr verwinkelt auf diesen Feldern. Also gerade haben wir schon einen kleinen Zweig verpasst. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob wir jetzt rechts oder geradeaus müssen. Ich gucke mal eben, Philipp. Aber ich denke, wir müssen noch geradeaus. Die rote Linie ist die gerade Linie und auf der blauen laufen wir quasi parallel entlang. Die gerade Linie wäre hier links über die Felder. Und natürlich haben wir die Linie immer im Auge. Aber wir folgen ja erstmal diesen Feldwegen weiter. Über so einen kleinen Bach könnte man noch relativ gut rüberspringen wahrscheinlich. Es wird easy gehen tatsächlich. Gar kein Problem. Ja, da kommen wir genau pünktlich. Mal gucken, ob wir da jetzt auch warten müssen. Tut echt gut, hier bei dieser klirrenden Kälte mal wieder draußen zu sein. Wenn man ein paar Wochen nur jetzt gerade zur Vorweihnachtszeit nur drin war bei der Heizung, dann ist das schon echt schön, mal wieder so frische, kalte Luft hier zu spüren. Man muss sich natürlich ein bisschen akklimatisieren und man friert natürlich ab und zu ein bisschen, aber es wird höchstens -2 Grad, auch morgen Nacht. Morgen soll es vielleicht ein bisschen schneien sogar. Unser Schlafequipment ist bis -3 und -4 Grad ausgelegt. Also haben wir ein bisschen Spielraum noch. Aber viel kälter darf es noch nicht mehr werden. Mal gucken, ob wir nachts frieren werden. Hier oben in Schleswig-Holstein hat man natürlich jetzt nicht die riesigen Waldgebiete. Aber da hinten, sehe ich gerade auf der Karte, sind so ein paar kleine Waldflecken zu sehen, die jetzt natürlich sehr licht auch der Jahreszeit entsprechend sind. Aber da gehen wir gleich dran vorbei und kreuzen dann auch die gerade rote Linie einmal und gehen auf die andere Seite. Also mal gucken, wie viel Wald da letztendlich ist und ob sich diese kleinen Stücke auch gegebenenfalls anbieten würden, um da ja mal zu übernachten, wild zu campen. So, hier geht es jetzt rein auf den Sodelweg, ein bisschen in den Wald rein. Und ich merke auf jeden Fall gerade, es wird auch ein bisschen kalt wird, wenn ich den Philipp mit seinen Handschuhen und der Mütze sehe. Da muss ich erstmal nachhelfen. Ja, wir sind eine Stunde jetzt gut unterwegs, haben kurz nach 4 und ja, so langsam wird es ein bisschen dunkler. Noch alles gut und ja, ziehe mich mal ein bisschen mehr an hier.
Kommt sich echt manchmal so vor, als ob man im Kreis läuft. Aber da vorne überqueren wir jetzt die rote Linie einmal und gehen dann wieder rüber. Und so wie es aussieht, kommt dann auch schon eine Bundesstraße oder eine Autobahn sogar. Und ich glaube, dort gehen wir unter eine Unterführung drunter und dann kommt ein kleines Dorf mal zur Abwechslung. Und das wäre übrigens ein sehr, sehr schönes Gebiet, um hier zu zelten. Also so eine Lichtung wäre echt perfekt. Natürlich hier sehr nah gelegen an der Straße, aber ich glaube, wenn man ein bisschen weiter reingehen würde, wird man da schon ein ganz nettes Örtchen finden. Rechts oder links? Links. Okay, scheint mir, wir müssen hier doch querfeldein einfach drüber. Auf jeden Fall war ein Weg eingezeichnet. Aber da geht er auf jeden Fall weiter. Okay, jetzt erstmal nur geradeaus und dann kommen wir ins kleine Örtchen Horstedt. Das sieht bestimmt gemütlich aus zur Jahreszeit mit der ganzen Weihnachtsbeleuchtung, wenn es jetzt dunkler wird. Bin ich mal gespannt. Ist auf jeden Fall gerade eine ganz nette Abwechslung immer von Dorf und Feld. Ja, und da verlassen wir auch schon wieder die Stadt und laufen hier Richtung Feld wieder. Irgendwo geht es gleich rechts rein, aber jetzt folgen wir erstmal dieser Straße ein bisschen. Ja, und so langsam wird es auch echt dunkel und gleich Zeit für die Kopflampe. Mal gucken, ich hoffe, wir haben keine sehr schlammigen Felder gleich vor uns. Das könnte im Dunkeln ein bisschen heikel werden, aber bis jetzt war das meiste eigentlich asphaltiert. Und gleich kreuzen wir die Linie wieder zweimal hier in diesem dunklen Weg. Ich weiß gar nicht, ob man ohne Lampe noch was sieht. Aber dann geht es einmal rechts rüber und wieder links rüber. Und dann die ganze Zeit an der Straße entlang und wieder über die Felder. Da haben wir eine kleine Bushaltestelle gefunden. Und hier werden wir uns einmal kurz noch einen Snack reinhauen. Der Philipp hat hier morgen Berliner gekauft und ich werde mir einen Schokoriegel gönnen. Und ja, so langsam brauchen wir wirklich die Kopflampe. Viel dunkler wird es nicht mehr, aber ja, wir haben 5 Uhr und viel sieht man ohne jetzt auch nicht mehr. Es ist wirklich unglaublich kalt. Wir haben 1 oder 2 Grad jetzt und da wir so nah am Meer sind, haben wir natürlich eine Luftfeuchtigkeit von ja, 90% plus. Wir haben gerade überlegt, ob uns das sogar noch kälter als in Schweden gerade vorkommt. Also die Kälte geht wirklich tief in die Kleidung rein und wird schon eine kuschelige Nacht morgen. Auf der linken Seite folgen wir jetzt der Ahlau. Es scheint hier ein kleiner Fluss zu sein und irgendwann kreuzt die Linie den Fluss. Da müsste man dann im Bestfall rüber, aber hinten kommt noch eine Brücke, die wir dann nehmen werden. Jetzt haben wir fast diesen Weg hier verpasst. Wir kamen von links und der Weg ging immer geradeaus. Also es war wirklich unendlich lange. Vor allem bei dem Licht sieht man natürlich gar nichts, außer wo man gerade nach vorne läuft. Und wir suchen jetzt die Brücke, um den Fluss zu überqueren. Und hier wird es jetzt erst einmal richtig schlammig. Also mal gucken, wie weit wir hier überhaupt kommen. vor 6 jetzt. Super kalt. Er hat den Fluss überquert und jetzt laufen wir auf ein kleines Waldgebiet wohl zu und kommen dann rechts auf eine Straße, wo es dann erstmal wieder entlang geht. Und dann scheint hier noch ein kleines Dorf wieder zu kommen, wo wir durchlaufen. Also endlich mal vielleicht eine kleine Abwechslung und ein bisschen Licht. Ja, Philipp, sieht aus wie auf dem Rheinsteig hier, oder? So sieht so aus, ja. Können wir uns auch gemütlich machen. Vielleicht filmen wir morgen sowas, dann könnte man halt echt nutzen. 6:30 und 16,5 Kilometer. Das heißt, wir haben jetzt den Endspurt verlassen. Hier jetzt noch einmal quasi die Hauptstraße, diese Siedlung, gehen noch einmal in die dunklen Felder, machen einen kleinen Schlenker gleich rechts rum und dann müssten wir auch schon in Viöl sein und ja, zu unserem Ferienhaus kommen. Das ist ja mal cool, eine Mitfahrbank. Ich kann sich anscheinend hier hinsetzen und den Daumen ausstrecken. Ah, sogar mit Schildern. Ja, das ist cool.
diese Wärme. Ja, Etappe 1 haben wir hinter uns gebracht. Sehr erfolgreich, 19 Kilometer und wir waren wirklich schnell unterwegs. Also unter 4 Stunden sogar. Ich meine, wir haben auch wenig Pausen gemacht, aber die Strecke ging sehr gut runter. Die Kälte haben wir doch ein bisschen unterschätzt. Also es war wesentlich kälter, als wir dachten. Gerade bei der hohen Luftfeuchtigkeit und den Temperaturbereichen kurz vorm Gefrierpunkt ist das Kälteempfinden natürlich extrem hoch. Hätten wir jetzt minus 10 Grad und eine sehr niedrige Luftfeuchtigkeit, weil alles gefroren ist, würde uns das nicht so kalt vorkommen wie jetzt gerade. Ja, wir haben es gut hinter uns gebracht. Wie gesagt, sind jetzt im Warmen. Wir werden uns einen netten letzten warmen Abend machen, gleich was essen, früh schlafen gehen und dann morgen, ich denke mal gegen 8 Uhr schon wieder aufbrechen. Zur großen Etappe Nummer 2, 40 Kilometer. Wir wissen nicht genau, wie das Wetter wird. Regen, Schnee kann alles sein und der Schlafplatz auch noch ungewiss. Also bis morgen. Guten Morgen hier am Samstag um 9 Uhr. Wir haben gerade die Stadt Vial hinter uns gelassen und machen uns jetzt wieder auf den Weg hier Richtung Felder. Wir haben wunderschönes Wetter gerade. Es ist nicht mehr allzu kalt wie heute Nacht. Da wurde es teilweise minus 3 Grad. Ich glaube, jetzt sind es 4 Grad, gar kein Wind, relativ trocken. Vielleicht kommt sogar die Sonne raus später. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir ein bisschen Kilometer machen. Wir müssen heute mindestens 35 Kilometer laufen und dann schauen, wo wir schlafen. Also, los geht's! Ja, der Morgen fängt leider erstmal so an, dass wir einen Kilometer auf dieser etwas größeren Hauptstraße laufen müssen. Aber man kommt sehr gut voran hier auf dem Boden und bis zum nächsten Dörfchen Haselund sind es, glaube ich, 1-2 Kilometer und dann geht es auch wieder auf Feldwege. Endlich eingebogen von der Hauptstraße und jetzt hier auf dem Feldweg wieder unterwegs. Es hat gerade so ein bisschen angefangen zu tröpfeln, so ein kleiner Schauer, obwohl es überhaupt nicht danach aussieht vom Himmel her. Aber man kann sich überhaupt nicht beschweren, wie gesagt. Perfektes Wanderwetter gerade, viel wärmer als gedacht. Fühlt sich jedenfalls so an, obwohl die Temperaturen nicht viel anders sind seit gestern Abend. Und wir haben vorhin noch mal geguckt, wir werden ungefähr in der Nähe von Flensburg rauskommen. Ein paar Kilometer vor den Toren. Und es ist diesmal so, dass es heute Nacht um 0 Uhr am kältesten ist, mit minus 1 Grad, aber dann wärmer wird. Also um 4 Uhr morgens ist wohl schon irgendwie 4 Grad und dann wird es bis zu 7 Grad am Sonntag. Also genau umgedreht, wie wir es sonst von nachts irgendwie kennen, wo der kälteste Punkt um 4 Uhr ist. Ja, deswegen deutlich bessere Prognose als gestern Nacht und genau der richtige Zeitpunkt, um mal im Winter im Zelt zu schlafen. Da laufen gerade so 10 Männer mit Warnwesten quer über die Felder hier links parallel zu uns. Keine Ahnung, was die da machen, aber ich glaube, wir kreuzen gleich hier links runter und ja, gucken, was sie dann sagen. Ja, kurze Zwangspause. Die Leute da hinten machen eine Treibjagd und einer hat uns gerade gebeten, ob wir eine Viertelstunde warten können. Das Reh, was die wohl getrieben haben, ist ja gerade schon über den Weg flöten gegangen. Also ich weiß gar nicht, ob die jetzt gerade noch irgendwas effektiv verfolgen, aber wir müssen im Prinzip gleich den Weg dort nach links kreuzen und die laufen eben von rechts gerade rüber. Deswegen warten wir jetzt einfach, bis die vorbei sind und solange gibt es hier ein bisschen Frühstück. Aufgegessen und die Jäger haben gerade hier alles wieder freigegeben. Deswegen können wir jetzt weiter. Und pünktlich zum Aufbruch kommt die Sonne auch zum ersten Mal jetzt am Wochenende raus. Ja, besser geht's nicht.
Hier fielen gerade eine Menge Schüsse. Scheint so, als ob die Jäger was geschossen haben. Man hört die nur rumschreien da noch hinten. Aber wir verlassen den Weg jetzt nach links und endlich mal hier ein bisschen weg. Nachher kriegen wir noch einen Blindgänger. Aber da hinten sehe ich noch die Westen. Schnell weg hier. Kurz nach 10 und so 6 Kilometer haben wir jetzt schon gemacht. Kommen auch sehr gut vorwärts. Gerade Straße hier gerade und man kann hier schön auf einer frisch gemähten Wiese laufen, also nicht immer nur Asphalt. Und so geht es auch erstmal weiter. Ich glaube, ein Dorf kommt jetzt erstmal nicht. Es wird weiter über Felder gehen und ja, soweit alles gut. Hier ist ein kleines Waldstück, sehe ich gerade. Aber mal gucken, wie groß das in Wirklichkeit ist. Also so langsam sieht man echt selten nur noch Häuser und wir sind schon sehr, sehr ländlich hier. Und die Linie wird quasi von links hier so durchgehen. Also hier könnte man wirklich sehr gut auch gerade laufen wahrscheinlich. Sieht jetzt nicht so nach hohen Zäunen oder sowas aus, sondern nach Bachläufen. Da hinten mit so ein bisschen baumreich und ich glaube, da ist eine Straße, aber das ist schon eine sehr schöne Landschaft hier gerade. Jetzt haben wir die Stadt Pobül, süßer Name übrigens, hinter uns gelassen und gehen jetzt endlich mal in die Felder. Und ich wollte gerade eine Aufnahme machen und sagen, dass das hier mit Sitzgelegenheiten und Bänken echt schlecht ist. Aber hier haben wir dann endlich mal die erste Bank heute gefunden. Und ja, dann nutzen wir auch jede Pause, vor allem wenn es jetzt noch nicht so kalt ist, ne, wo man auch mal ein bisschen sitzen möchte, kann man sich hier nach 7-8 Kilometer, was wir jetzt haben, mal ein bisschen ausruhen. Okay, Pause vorbei und wir haben jetzt mal überlegt, wie wir das heute Abend mit dem Schlafen machen wollen. Denn eigentlich hatten wir hauptsächlich geplant, heute wild zu campen, aber nachdem wir jetzt schon mehrfach Gruppen von diesen Treibjägern gesehen haben und die bis jetzt immer noch hier schießen, haben wir da ein bisschen Bedenken, einfach offen auf einem Feld zu schlafen. Außerdem sind wir nie ganz sicher, was jetzt hier Privatland ist, was vielleicht nicht. Und es gibt ein Waldstück, das später kommt, an einem See. Dort ist aber dann auch irgendwie ein Hotel in der Nähe, also auch ein Privatgrundstück und ein Haus in dem Wald. Ja, und eine Option sind noch die Wildcampingplätze von Wilde Schleswig-Holstein. Die sind hier quer im Norden verteilt. Es gibt 2, die vielleicht in Frage kommen würden. Da müssten wir aber heute 45 Kilometer laufen und dann noch 5 vom Weg ab. Natürlich dann morgen wieder 5 zurück, also wäre schon ziemlich weit. Und die letzte Option, die wir gerade gefunden haben, war so nach 39 Kilometer, 1 Kilometer ab vom Weg, ein Campingplatz ist das, glaube ich. Auf jeden Fall gibt es eine Zeltwiese, auf der man gegen eine kleine Gebühr wohl zelten darf. Ich habe versucht, gerade den Besitzer zu erreichen. Der geht natürlich nicht dran, ist ja auch vielleicht klar im Dezember. Aber mal gucken, was da noch passiert, ob wir den noch erreichen, wo wir nachher schlafen. Ja, wird spannend. Kleine Planänderung. Ich bin hier gerade alleine, weil Philipp wohl seinen Handschuh irgendwo dort hinten bei der letzten Rast verloren hat. Und deswegen ist er den Weg nochmal zurückgegangen. Und ja, ich warte hier so lange. Philipp hat seinen Handschuh übrigens nicht wiedergefunden. Und jetzt muss er mit nur einem weiterziehen. Ich hätte noch einen Kilometer zurücklaufen können, aber ich bin mir nicht sicher, wo ich die Handschuhe das letzte Mal ausgezogen habe. Deswegen habe ich mir den Weg gespart, weil der Weg wird schon lang genug heute. Und das müssen jetzt nicht noch zusätzlich irgendwie 1-2 Kilometer zusätzlich sein. Endlich mal ein kleines Waldstück hier wenigstens. Sieht sogar richtig natürlich noch aus. Ganz zwar hinten durchgucken, sind nur so 100 Meter, aber ist mal eine schöne Abwechslung. Und das wäre natürlich super, wenn man eine Zeltstelle suchen müsste. Könnte man jetzt super hier reingehen. Sieht sehr flach aus und man wäre auch nicht einsehbar vom Weg. Eine kleine Hütte da auch im Wald, aber sieht schon ziemlich runtergekommen aus. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Schutzhütte glaube ich eher nicht. Vielleicht mal ein kleiner Holzunterstand oder was Ähnliches. Schöner, dichter Birkenwald hier.
Und hier einmal ein Paradebeispiel für einen Bach, aus dem man auf keinen Fall trinken sollte. Der dort, wie man sieht, hat sich Schaum gebildet. Und wir kamen gerade hier aus diesem wunderschönen, naturbelassenen Wald raus. Und man hätte auf die Idee kommen können, dort in den Bach Wasser zu holen, der da durchgeflossen ist. Aber da die Fläche natürlich landwirtschaftlich genutzt wird, von diesem Feld hier wahrscheinlich her sind irgendwelche Düngermittel drin. Und das ist extrem schade. Aber sobald ihr sowas seht, dürft ihr da auf keinen Fall Wasser trinken, auch nicht mit einem Filter. Ja, da hinten mussten wir einmal durch so einen Zaun durch. Wir sind uns gar nicht sicher, ob wir überhaupt hier sein dürfen und ob das Firmengelände ist. Aber naja, die Linie führt eben hier so grob durch. Und wir hoffen, dass wir da hinten wieder raus zur Straße kommen. Mal gucken, laufen wir einfach hier durch. Okay, sieht gut aus. Hier scheint irgendwie niemand zu sein auf dem Samstag. Und da ist auch schon wieder die Straße und dann geht's nach links. Ja gut, das Schild stand auf der anderen Seite nicht. Philipp hat hier gerade einen kleinen Apfelstrauch entdeckt. Die sind richtig süß. Hätte ich gar nicht so im Winter mit gerechnet. Korrekt. Hallo, ihr seid ganz schön klein. Das war zu laut, Philipp. Ja, wir gucken gleich mal, ob wir tatsächlich ein Stück Offroad gehen können. Und da hinten ist wieder so ein Firmengelände oder Bauernhof und ich sehe auf der Karte, könnte man das Feld an den Bäumen ganz gut überqueren. Und ja, das wäre sogar näher an der eigentlichen Linie dran. Also gucken wir uns das mal an. Ja, und der Baumlinie folgen wir jetzt einfach mal. Ohne über das Feld zu laufen. Oh. Okay. Das war eine gute Abkürzung. 10 nach 12. Hier ist so eine kleine Bushaltestelle und wenn die einen Sitzplatz hat, dann machen wir auf jeden Fall noch mal eine kurze Pause. War schon nicht ohne über das Feld gerade. Ja, perfekt. Und dann versuche ich noch mal den Campingplatz zu erreichen. Ja, wieder niemanden erreicht dort auf dem Campingplatz. Da war noch eine Mailadresse, da habe ich mal hingeschrieben. Plan B wäre so ein See, der davor ist. Und da gibt es ein kleines Wäldchen. Und irgendwie so eine Akademie oder sowas. Sah auf jeden Fall auf den Fotos relativ flach aus und vielleicht finden wir da zur Not was. Mal gucken. Gleich 12:30, 14 Kilometer, bleiben noch 24. Ist wirklich schön hier an der Landschaft, dass man so weit weg von jedem Dorf ist und einfach kreuz und quer so Wege durch die Felder führen. Und die sind wirklich abwechslungsreich und unterschiedlich, obwohl es hier teilweise alles gleich aussieht, aber zumindest von der Beschaffenheit und von dem, was man so links und rechts sieht, sehr entspannt. Ja, und ich habe gerade mal geguckt, wir haben so langsam echt die Hälfte des Weges, vielleicht noch ein paar Kilometer, kann man ganz schlecht einschätzen. Und jetzt gerade kommt hier echt schön die Sonne raus. Und das heißt, man kann mal seine Handschuhe ein bisschen ausziehen und seine Mütze, seinen Buff und alles mal ein bisschen lüften. Ja, ich denke mal, die Sonne ist jetzt so am höchsten Punkt des Tages, kurz vor 1 und jetzt wird es auch so langsam wieder untergehen. So 3 Stunden Sonnenlicht werden wir wahrscheinlich noch haben. Und mal gucken, wo wir dann rauskommen. Noch eine schöne Bank gefunden um 1 Uhr hier und so langsam kommt auch der erste Hunger. Wir haben mal nur gefrühstückt heute Morgen, als die Jäger uns da zur Zwangspause verdonnert haben. Ja, und jetzt kurz vor der Halbzeit kann man auch mal sich ein bisschen ausruhen. Dadurch, dass wir so viel Asphalt haben und auch so eine gerade Strecke, also kein Aufstieg und Abstieg, merkt man das immer recht schnell schon in den Waden. Wir haben noch genug Zeit, deswegen wollen wir uns da nicht überlasten. Ja, auf einmal hat der Weg hier aufgehört und wir müssen aber geradeaus, denn da ist das nächste größere Waldgebiet hier in Schleswig-Holstein, das Jerrishoher Holz, und wir müssen quasi zum Rand und dann umherum laufen.
Aber hier sind Zäune und ja, Philipp hat hier zum Glück so eine kleine Brücke entdeckt über diesen kleinen Bach. Ja, mal gucken, ob wir da hinten rüberkommen. Oh, hier ist auch ein kleiner Zaun. Naja, schauen wir mal. Okay, eigentlich sollte hier rechts irgendwie ein Weg lang gehen, womit wir rüberkommen. Aber vielleicht gehen wir einfach tatsächlich querfeldein hier, wenn wir irgendwo hier rüberkommen. Drück mal runter für mich. Alles klar. Ich glaube, das ist tatsächlich der Weg hier zwischen den beiden Feldern gerade. Okay, kleiner Bach. Da müssen wir natürlich jetzt irgendwie rüber. Aber so wie ich das auf der Karte gesehen habe, müsste da hinten irgendwo eine Brücke sein. Sonst haben wir ein Problem. Okay, wir haben tatsächlich das Problem, dass wir hier keinen Weg über den Bach finden, obwohl das an der Stelle eingezeichnet ist. Da war eine schmalere Stelle. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück und versuchen darüber zu kommen. Ansonsten Schuhe aus und durch. Okay, die Idee Schuhe aus und durch traf nicht so auf Begeisterung bei allen Beteiligten hier. Deswegen folgen wir jetzt dem Bachlauf einfach in die Richtung. Wir müssen sowieso in die Richtung und hoffen, dass wir irgendwo eine Stelle finden, wo wir zu dem Wald rüberkommen. Ihr könnt ja fast rüberspringen, aber ganz mit trockenen Füßen wird das auf jeden Fall nichts. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Kanickel. Hier biegt der Bach jetzt ab, dem müssen wir auch folgen, aber der trennt sich in so einen Mini-Bach. Aber ich denke, dass wir darüber springen können, Philipp. Ja, sieht ganz gut aus. Okay, das ist Hält er uns? nicht so wirklich. Aber wir können von hier springen. Ach ja, Rucksack zuerst, ne? Okay, komm. No! Geht das? Ja, easy. Oh. Stehen wir hier mit nassen Füßen und nassen Rucksack und wir sehen, da ist die Brücke. Naja, aber wir müssen immer noch hier rüber wahrscheinlich. Erstmal weiter. Ja, nochmal 10 Minuten später, wir folgen immer noch diesem Bach. Der wird wirklich schmal ab und zu, aber hat echt eine starke Fließgeschwindigkeit und die Ufer sind einfach zu matschig. Aber da hinten ist der Forst und dem hätten wir eh folgen müssen. Also bis jetzt noch kein großer Umweg, wenn wir es zeitnah irgendwann mal von diesem Feld hier runter schaffen. Oh Gott. Hier kommen wir zumindest rüber, ne? Sehr schön. Und Nummer 3. Geh noch ein Stück. Oh. Und der rechte Fuß ist nass. Und Nummer 4. Zum Glück auch machbar, weil wenn wir jetzt umdrehen müssten, wäre das eine absolute Katastrophe. Schön. Okay, da sind ein paar Kühe, aber da liegen an den Bäumen ein paar Steine im Wasser. Das wäre vielleicht unsere Chance, endlich rüberzukommen. Ich hoffe nur, dass wir die Kühe da jetzt nicht erschrecken und auch keine Bullen oder so sind, aber sieht jetzt nicht so aus. Oh, das sieht gut aus, Philipp. Ich glaube, da werden wir rüberkommen. Hier ist schon ein Stein. Der hier. Aber da kannst du nicht jumpen, weil die Dinger an einem Weg sind. Und das ist weiter, weil du diagonal. Okay, die Entscheidung ist gefallen. Wir gehen einfach komplett durch den Fluss, weil der Stein locker ist. Okay. Der hält mich. Okay, festen Halt. Oh. Wow. Ich nicht sogar mit dem Rucksack auf, aber Ja, nice, waren endlich rüber. Puh. Jetzt haben wir noch ein Schaffeld vor uns. Fazit: Der Weg war beschwerlich, hat viel Kraft gekostet, aber nicht so viel Zeit. Wir müssen jetzt hier nur kurz zum Trail zurückgehen und dann sind wir hoffentlich mal wieder auf normalen Wege unterwegs. Ein Fuß ist nass geworden, der andere hat es geschafft. Und ich habe ein trockenes Paar Socken bei, aber das wird man natürlich erst später im Zelt anziehen, damit man dort auf jeden Fall
trockene Füße hat. Und da sind wir jetzt endlich hier am Forst angekommen. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Aber dem sind wir eben die ganze Zeit von der Seite gefolgt und haben den vom Weiten gesehen. Und endlich mal feste Straße. Haben wir uns auch verdient. Ja, genau 15 Uhr und so langsam tritt hier auch die Abendstimmung wieder ein. Ist natürlich sehr früh im Winter und wir haben so 23, 24 Kilometer geschafft und leider haben wir bisher immer noch nicht den Campingplatz erreicht. Deswegen gehen wir davon aus, dass das nichts wird und wir planen bis zu einem See zu laufen. Den Namen weiß ich gerade nicht mehr. Das sind noch so 14, 15 Kilometer bis dahin. Und ja, wenn wir an dem See dann irgendwie einen Schlafplatz finden würden, vielleicht direkt am Wasser, dahinter ist ein kleiner Wald, dann wäre es schon ganz gut, weil am Sonntag wären es ab da nur noch 27 Kilometer. Und das wäre dann für den letzten Tag echt eine ausreichende Distanz, vor allem, weil wir am Morgen noch zurück zu meinem Van müssen, was so 2-3 Stunden mit dem Zug dauert und dann 6 Stunden nach Hause fahren müssen. Der Campingplatz wäre ehrlich gesagt am besten, ne? Dann könnte man nochmal irgendwie duschen gehen und Wasser auffüllen und so weiter. Aber wir haben auch nichts dagegen, bei einem sehr schönen Wildcampingplatz irgendwie an einem See zu zelten. Ja, 3:45, die letzte Dreiviertelstunde war wirklich nicht sehr spannend. Sind großen Teilen nur einer Hauptstraße gefolgt und sehr eintönigen Wegen. Ja, so langsam wird es sehr dunkel. Haben die ganze Zeit gewartet, dass wir noch mal irgendwie eine Bushaltestelle hätten oder eine Bank zum Pause machen. Jetzt lehnen wir uns hier gerade an einem Stromkasten an. Und ja, ich denke mal, das wird die letzte Pause sein, bevor wir Richtung See gehen und dann wahrscheinlich ja, im Dunkeln versuchen werden, einen Schlafplatz zu finden in wenigen Stunden. Philipp hat nur eine Blase am Zeh auf einmal gefühlt, deswegen machen wir noch einmal Halt und tapen das mal lieber. Wir haben ja keine Eile, ist noch früh und so lange im Lager sitzen möchte man gleich auch nicht, deswegen kann man ruhig noch ein bisschen unterwegs sein. 17 Uhr und wir sind endlich von dieser großen Landstraße hier runter und können jetzt hier links rein. Und dann gibt es, glaube ich, nur noch einen Schlenker hinten, ich glaube 2-3 Kilometer und dann müssten wir auch schon an dem See sein. Scheint eine relativ klare Nacht zu sein. Wir sehen noch relativ viel, ihr wahrscheinlich mit der Kamera nicht, aber man sieht auch den Mond und es ist auf jeden Fall deutlich wärmer als gestern. Und wie gesagt, wir haben jetzt gleich schon den kältesten Punkt und jede Stunde wird es da ein bisschen wärmer. Ja, und die Gelegenheit hier mit der Laterne und dem Stein, die werde ich nochmal nutzen, um nochmal schnell einen kleinen Snack zu essen. Denn bis wir später ein Lager gefunden haben und dann gekocht haben, wird es noch ein bisschen dauern. Und dann kann man lieber jetzt schon mal eine Kleinigkeit noch schnell essen. Okay, da sind wir am Sankelmarker See und jetzt gucken wir mal, wie wir einfach noch laufen. Wir haben knapp über 30 Kilometer, so glaube ich. Es ist noch nicht so spät und viel mehr anderes außer Laufen können wir eigentlich auch nicht machen. Entweder laufen oder ab ins Zelt in den Kilt rein. Deswegen schauen wir einfach mal, wenn wir spontan irgendwas sehr Gutes sehen zum Schlafen, werden wir da unser Zelt aufschlagen. Ansonsten laufen wir noch ein bisschen. Ja, hier wäre direkt schon ein ganz netter Punkt eigentlich. Wir merken auch, dass es kälter wird direkt am Wasser. Aber wir sind jetzt hier gerade angekommen. Ihr seht das Wasser vielleicht nicht genau, aber wir sind direkt am Ufer. Und wir werden jetzt mal südwärts rumgehen und mal schauen, was wir sonst noch so finden. Ja, wir haben hier den Aussichtspunkt gefunden am See und das ist so ein kleines Holzplateau, was hier so rumgeht und wir saßen jetzt hier und haben echt überlegt, ob wir jetzt hier bleiben möchten. Also hier wären es ab morgen so 27 Kilometer, aber wir haben auf der Karte geguckt, wir haben 17:30 Uhr.
34 Kilometer gelaufen. Wir können noch laufen. Wir sind natürlich schon ein bisschen geschlaucht, aber naja, wir würden bestimmt noch bis 10 Uhr wach sein und morgen 27 Kilometer mit dem langen Nachhauseweg wäre ein bisschen weit. Deswegen in ein paar Kilometern kommt ein größeres Dorf. Dort gehen wir mal hin, gucken, vielleicht können wir noch irgendwas kaufen oder so zu trinken und finden dann vielleicht im Dorf oder am Dorf noch einen kleinen Punkt. Also wir laufen nochmal weiter. Es ist auch wirklich so viel kälter hier am Wasser. Vorhin schon, als wir gerade runtergelaufen sind, hat man richtig gemerkt, wie die Luft noch viel feuchter wurde und es bestimmt 4-5 Grad kälter wurde. Und auch jetzt schon wieder. Wir waren bei dem Aussichtspunkt, der war ein bisschen höher gelegen und jetzt, wo wir wieder am Ufer lang laufen, ist es so kalt. Das war eigentlich noch ein Grund dafür, jetzt sich von dem See ein bisschen zu entfernen, damit es ja, heute Nacht ein bisschen angenehmer wird. Es fällt uns gerade sehr schwer, zu diesem netten Glühweinstand und dem Hotel Seeblick Nein zu sagen. Aber naja, wir wollen weiterlaufen, glaube ich. Oder Philipp, wollen wir weiterlaufen? Ich habe keine Ahnung. Oh. Ja, was soll ich sagen? Wir sind hier spontan nach 35 Kilometer vorbeigelaufen und haben diesen schönen Weihnachtsmarkt hier gesehen. Wollten nur kurz einen Punsch trinken und dann haben wir einen netten Besitzer kennengelernt und den mal einfach gefragt, ob er hier, weil er kam aus dem Dorf, vielleicht wüsste, wo man hier in der Nähe noch sein Zelt aufschlagen könnte oder ob er noch einen Campingplatz kennt oder eine Zeltwiese vielleicht. Aber nein, kannte er nicht und er hat uns dann angeboten, hier ein Zimmer zu nehmen und eigentlich wollten wir jetzt auch nicht großartig Geld ausgeben und das habe ich ihm auch gesagt und er hat uns dann für 25 € pro Person dieses wunderbare Zimmer hier gegeben. Und naja, man muss sich nicht immer nur quälen und draußen schlafen, gerade wenn es so bitterkalt ist. Wir haben echt viel heute erlebt. Wir sind nass, schlammig, es ist kalt draußen und dann freuen wir uns auf dieses gemütliche Zimmer, können uns jetzt 10 Stunden ausruhen und morgen früh geht es dann weiter auf die letzten 25 Kilometer. Ja, was ein Tag. Das war wirklich Trail Magic hier gerade, dass wir durch Zufall noch dieses Zimmer hier gefunden haben. Und ja, hier gibt es auch eine kleine Terrasse sogar mit einem kleinen Wiesenstück davor. Und hier koche ich jetzt noch mein Track and Eat, mache das einmal warm. Hat man noch ein kleines Feuer, wenigstens so ein bisschen Camping-Feeling heute Abend. Und ja, dann werden wir lecker essen, duschen und dann auch früh schlafen gehen, damit wir morgen früh weitermachen können. Also, bis morgen. Guten Morgen hier am Sonntagmorgen um 8 Uhr. Wir sind vorhin erst losgelaufen und ja, die Sonne geht gerade hier auf. Wir haben 1 Grad, ziemlich kalt und es regnet auch zum ersten Mal am Wochenende. Und es ist ziemlich windig. Erstmal nicht die besten Voraussetzungen. Wir hoffen, dass es später besser wird. Aber wir hatten natürlich eine warme Nacht im Zimmer hinter uns, die relativ erholsam war. Und jetzt geht es weiter auf die letzten 26 Kilometer hier beim Sonnenaufgang. Und hier nähern wir uns dem Dorf, was wir gestern noch anpeilen wollten. Wir sind jetzt so einen Kilometer gut gelaufen. Ja, und wir hätten es dann wahrscheinlich gequert, hätten geschaut, dass wir irgendwo noch Wasser hier bekommen hätten und noch versucht, danach das Zelt irgendwo aufzustellen. Mal gucken, ob da ein guter Platz gewesen wäre. Ich finde
finde es immer total gemütlich, wenn man so morgens durch kleine Dörfer oder Siedlungen läuft, wo noch die meisten Leute irgendwie im Bett liegen oder vielleicht gerade frühstücken. Dann ist man so alleine auf den Straßen und hat noch so eine gewisse Ruhe. Ziemlich schlechtes Wetter immer noch. Der Wind nimmt zu und der Regen auch. Der Himmel sieht auch nicht so vielversprechend aus, aber wenigstens haben wir hier einen ziemlich guten Untergrund gerade zum Laufen. Hauptsache, wir kommen immer vorwärts. Nach einer halben Stunde hier an der Straße ungefähr können wir jetzt endlich mal wieder hier auf die Felder gehen und der Weg geht jetzt hinten zickzack rum. Regen hat sich ein bisschen gebessert, aber auf jeden Fall noch da, deswegen lassen wir noch mal ein bisschen die Ponchos an. Und da hinten müssen wir gleich durch den Wald. Ist nicht so groß wie der gestern, aber zumindest mal ein paar Bäume. Hier ist der Wald und hoffentlich haben wir da mal ein bisschen Wind- und Wetterschutz, ein bisschen Regenschutz und hoffentlich finden wir da auch mal eine kleine überdachte Sitzgelegenheit. Die ist natürlich gar nicht so schlecht hier, aber naja, wenn es regnet, dann macht es nicht so viel Spaß zu frühstücken. Okay, und wir haben mal wieder den Weg verloren. Hier führt der Hauptweg auf jeden Fall lang, aber irgendwie müssen wir hier oben lang. Ja, gehen wir einfach mal hier den Mountainbike-Pfad entlang. So, auf hier ist ziemlich schlammig, hab schon einen nassen Fuß. Aber hier sieht es relativ nach einem Weg aus. Nichts mehr drin. Uhr und genau 8 Kilometer gelaufen und jetzt endlich sind wir wieder auf festem Untergrund. Der letzte Teil durch das wirklich schöne Waldgebiet war sehr, sehr schlammig. Da waren halt überall Spuren, wo irgendwie ein Traktor oder ein Forstfahrzeug lang gefahren ist. Und ja, bei dem Regen hat sich der ganze Waldboden so ein bisschen aufgewühlt und aufgelöst. Wir haben auch ziemlich dreckige und nasse Füße jetzt. Naja, aber jetzt, wie gesagt, erstmal nur gerade auf Asphalt. Jetzt haben wir eine kleine Bank gefunden und es regnet gerade nicht mehr so stark. Und ich glaube, was Besseres als so eine Bank werden wir nicht mehr finden. Geschweige denn eine Schutzhütte. Deswegen ruhen wir uns hier ein bisschen aus. Wir sind jetzt durchs Örtchen Hyrup gelaufen und müssen jetzt hier diese Bundesstraße einmal queren, gehen dann wieder geradeaus, glaube ich, Richtung Wald. Und es ist wirklich gut, dass wir heute Nacht die Möglichkeit hatten, unsere Wasserreserven aufzufüllen. Denn ich hätte wirklich keine Ahnung gehabt, wie wir hier irgendwo heute Wasser besorgt hätten. Die Bäche und alles kann man natürlich total durch die Landwirtschaft vergessen. Wir haben keine Menschen hier auf den Straßen gesehen, keine öffentlichen Anlagen, kein Bäcker, keine Tankstelle, kein Kiosk, nur leere Wohnhäuser. Also ich denke mal, wir hätten tatsächlich irgendwie einen großen Umweg laufen müssen oder irgendwo anklingeln müssen. Deswegen war das auf jeden Fall sehr gut, dass wir jetzt wieder alles voll haben. Uhr und das Wetter hat sich noch nicht wirklich gebessert.
Im Gegenteil, hat noch ein bisschen mehr angefangen zu regnen. Wir kamen jetzt ungefähr von da und es eigentlich immer nur an Straßen und Feldern entlang. Ist nicht sehr abwechslungsreich. Und jetzt geht es da gleich noch ein Stück an der Hauptstraße entlang. Und dann irgendwann endlich an der Ostsee. Mal rüber. Sieht auf jeden Fall überhaupt nicht mehr weit auf der Karte aus. Und vom Endpunkt müssen wir noch ein Stück weiter an der Küste entlang laufen, zu einem Dorf, wo dann hoffentlich ein Bus kommt, der uns zum Flensburger Bahnhof bringt und ja, der uns dann wieder zurück zum Startpunkt an die Nordsee bringt. Keine Sitzmöglichkeit. Dann mal weiter. Und wir freuen uns hier gerade sehr über die ersten Möwen, die wir sehen. Denn das heißt, es kann nicht mehr weit sein, bis wir am Meer ankommen. Hier steht so eine schöne Schutzhütte. Sieht jedenfalls so aus wie die Schutzhütten auf dem Rheinsteig. Aber leider gehört die hier zu dem Privatgrundstück. Aber das wäre jetzt schön, mal ein bisschen aus dem Wetter rauszukommen. Endlich mal wieder ein bisschen Waldstück. Wir brauchen unbedingt eine Pause. Wir haben so lange keine Sitzgelegenheit mehr gefunden, deswegen werden wir uns wahrscheinlich da einfach auf die Baumstämme mal setzen. Und da wartet auch schon die perfekte Bank auf uns. Wir müssen jetzt zwar ein bisschen durchs Gestrüpp gerade, weil da so viel Schlamm ist. Das hindert uns nicht daran, jetzt hier auf dieser schönen Bank endlich mal eine Pause zu machen. Wahrscheinlich auch die letzte 13 Uhr und 19 Kilometer heute schon gelaufen. Also noch maximal ungefähr 8 Kilometer bis zur Küste. Und das sollten wir jetzt in unter 2 Stunden schaffen. Ja, und kurz vor Ende, uns fehlen glaube ich weniger als 4 Kilometer, haben wir noch mal ein paar Probleme, denn ja, wie ihr gerade schon gesehen habt, der Weg da hinten war nur noch ein Traktorpfad und genauso ist es eben hier über dieses Feld gerade. Zum Glück sind hier so ein paar Traktorfugen, wir müssen nicht komplett hier durch die Pflanzen laufen, aber das geht glaube ich noch ein Stück so und bis wir einen richtigen Weg haben, wird es erstmal wieder ein bisschen Feldweg, was natürlich bei dem Regen hier alles andere als eine trockene Angelegenheit ist. Und tatsächlich müssten wir einmal jetzt hier wirklich quer feldein. Hier sind auch so ein paar kleine Teiche auf der Karte. Ich hoffe, dass wir jetzt echt da vorne wieder durchkommen und auf den richtigen Weg. Okay, endlich durch diese Traktorspur hier geschafft. Füße sind komplett nass, aber hier wartet jetzt wieder normaler Boden auf den letzten Metern. Kam gerade aus dem letzten Dorf hier raus und da hinten ist endlich der Wald, der direkt am Meer an der Ostsee grenzt und wir müssten theoretisch aus dem Wald heraus dann an so einer Klippe enden und dann endlich das Meer sehen. Ja, wir haben es endlich geschafft hier um kurz vor 3. Eine absolute Stille hier im Wald und auch am Meer. Unglaublich, was hier noch für eine Klippe ist und was man für eine Aussicht hat. 80 Kilometer in 48 Stunden, das war eine ganz schöne Herausforderung, vor allem heute bei dem Wetter auch noch und generell den Offroad-Wegen, die wir gehen müssten, die Überquerungen der Bäche und so weiter. Und wenn man die richtige Linie laufen möchte, ich denke, dass das prinzipiell Menschen möglich wäre, einfach querfeldein über die Felder zu gehen. Man müsste 2 Flüsse überqueren, einen großen See überqueren, das wird mit dem Packraft vielleicht gehen, aber es wäre auf jeden Fall nicht legal. Ich habe vielleicht gedacht, dass man im Winter, wenn die Felder nicht bestellt sind, eventuell über den harten Schlamm rübergehen könnte, aber wir haben so viele Felder jetzt auch noch in der Mitte vom Dezember gesehen, die immer noch bewirtet waren. Deswegen
hat mir das hier als Abenteuer auf jeden Fall gereicht und jetzt geht es langsam auf die Heimreise. Hat euch unser Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr uns abonniert. Bis zum nächsten Mal. Kleiner Bonusclip, direkt nach dieser Aufnahme ist mir mein Handy hier runtergefallen und komplett hier die Klippe runter. Deswegen muss ich wohl oder übel noch mal jetzt hier runter. Oh. Alles gut. Ich seh's. Ich hab es.